Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mich mal eines Problems annehmen, was ich leider sehr oft habe und ihr vielleicht auch kennt. Und zwar rostige Stellen auf Betonoberflächen, Pflasteroberflächen oder in meiner Werkstatt auf dem Fußboden. Das passiert mir leider sehr oft, denn ich arbeite viel mit Metall, habe dementsprechend vielleicht auch etwas ältere Autos, die immer mal in der Garage stehen. Und wenn die so über den Winter stehen, kommt da viel Flugrost zusammen, kommt vielleicht von den Bremsbelägen oder vom Auspuff, kommt auf die Oberfläche und gibt unschöne metallische Rückstände, die dann irgendwann anfangen zu rosten. Und dieser Rost, wenn dieser erstmal in den Beton oder in die Oberfläche eingezogen ist, den bekommen wir eigentlich so gut wie nicht mehr weg. Ich habe schon viele Sachen probiert und ich bekomme es einfach nicht hin. Heute möchte ich mir mit euch einfach mal hier den Rostfleckenentferner von der Firma Tobolin anschauen und diesmal ausprobieren und mal schauen, ob ich damit mein Problem hier in den Griff bekomme. Ich befinde mich hier jetzt gerade in meiner Garage. Hier mache ich manchmal öfters Metallarbeiten und meine Autos stehen hier drin und ich zeige euch einfach mal ein paar Flecken, die hier im letzten Jahr entstanden sind. Und ich glaube, man sieht hier sehr gut das Problem. Wir haben hier überall diese Rostflecken in der Oberfläche. Diese kommen nicht aus dem Beton, sondern wirklich von Gegenständen, die hier drauf gestanden haben und dann einfach gerostet sind oder metallische Oberflächen, die dann dementsprechend hier Flugrost verursacht haben. Diese Flecken möchte ich jetzt mal mit euch entfernen. Beginnen wir doch gleich mal mit dem großen Fleck. Hier habe ich nämlich mal was mitgebracht, eine ganz normale Reinigungslösung, sagen wir einfach mal eine Art Seifenlauge. Und damit streichen wir mal den Fleck hier drüben etwas ein. Ihr seht, hier verändert sich eigentlich kaum irgendwas. Der Fleck bleibt bestehen. Jetzt nehmen wir mal den Tobolin Rostfleckentferner. Bitte hier unbedingt die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung lesen und genau beachten. Schüttelt ihn gut durch und bringt ihn hier einfach mal auf. Ihr seht, er hat eine etwas gelartige Substanz. Bitte nicht verdünnen, einfach pur auftragen und mit einem Pinsel einstreichen. Hier vorne haben wir noch einen Rostfleck, das machen wir auch gleich mit. Und ich mache jetzt hier mal eine schöne Trennkante. Hier drüben haben wir mit unserer Lauge, unserem Reiniger bearbeitet. Und hier hüben den Rostfleckentferner von Tobolin. Das lassen wir jetzt mal einwirken und eine gewisse Zeit stehen. Dann habe ich auch hier mal was Schönes vorbereitet. Hier habe ich so einen ganz normalen Stein einfach mal. Hier habe ich auch mal was einfach drauf verrosten lassen. Auch das versuchen wir damit mal zu behandeln. So, währenddessen jetzt hier der Rostfleckentferner seine Arbeit tut, lasse ihn einfach mal einige Zeit einwirken. Wie lange er jetzt hier auf dem Rostfleck verbleiben muss, hängt natürlich von der Situation ab. Das kann einige Minuten bis vielleicht auch eine Stunde dauern. Hierzu noch ein wichtiger Tipp. Wenn ihr den Rostfleckentferner eventuell mit so einer Bürste etwas einreibt oder einmassiert, ist der Reinigungseffekt nochmal deutlich stärker. Das habe ich jetzt hier bei meinen beiden Tests auch festgestellt. Also reibt ihn vielleicht nochmal mit einer Bürste ein und lasst ihn etwas einwirken. Währenddessen er jetzt einwirkt, noch ein weiterer Hinweis. Ich hatte ja damals hier von der Firma Tobolin diesen Ölfleckentferner vorgestellt. Das Video dazu findet ihr hier oben unter dem i. Jetzt gibt es hier ein spannendes Bundle zwischen dem Rostfleck und dem Ölfleckentferner. Diese werden beide stark rabattiert, aktuell vom Hersteller angeboten. Der Rabattcode und die Links zu den Produkten natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. So, nach ca. 60 Minuten haben wir auch die ersten Ergebnisse. Ich habe hier mal den Stein mitgebracht, den ich vorhin eingepinselt habe. Hier muss ich dazu sagen, das war wirklich ein richtiger Metallklumpen, der hier drauf verrostet ist. Hier ist das Ergebnis schon mal nach dem ersten Einsatz recht gut. Das ist schon ziemlich ausgeblichen. Es ist noch ein bisschen Rost da. Hier würde ich zum Beispiel noch mal eine zweite Behandlung vorziehen. Aber wir schauen einfach mal ganz kurz in die Garage, was da passiert ist. So, nach ungefähr einer Stunde Einwirkzeit haben wir dieses Ergebnis. Ihr seht hier drüben, der Fleck ist fast weg. Und hier seht ihr eindeutig die Kante. Hier drüben haben wir mit der Lauge gearbeitet und hier mit dem Rostfleckentferner. Und der Unterschied ist wirklich schon deutlich. Jetzt werde ich einfach hier drüben die Seite auch noch mal mit dem Rostfleckentferner einstreichen und schauen, ob wir das restliche Rostfleck auch noch wegbekommen. So, und das wäre jetzt das endgültige Endergebnis. Und wir sehen, die Rostflecken sind verschwunden. Also hier der Tobolin Rostfleckentferner hat das getan, was der Hersteller versprochen hat. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung zu dem Produkt unten in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr euch für das Produkt interessiert, Link zu dem Produkt natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Und wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr mich und meine Projekte unterstützen, besucht doch einfach meine Homepage. Dort gibt es auch eine kleine digitale
Kaffeekasse. So könnt ihr mir eventuell auch einen kleinen digitalen Kaffee ausgeben. Also tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Marc auf YouTube.